We're continuing our very long series called First, Wir setzen heute unsere sehr lange Serie fort, die zuerst heißt. and we are going to deal with money in this portion of the series. Und in diesem Teil der Serie werden wir uns mit dem Thema Geld beschäftigen. And what we want to do is talk about the big lie that money presents to us. Und heute wollen wir über die große Lüge sprechen, die das Geld uns darlegt. We don't want to be caught up in this lie. Wir wollen uns nicht in dieser Lüge verfangen. And so I want to really talk about the lie of money today. Und so möchte ich heute wirklich über diese Lüge des Geldes sprechen. But let's begin with Matthew chapter 6, verse 33. Aber lasst uns mit Matthäus 6, 33 beginnen. Da steht, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. So here Jesus is talking about all of the things that we need in life. Hier spricht Jesus über all die Dinge, die wir im Leben brauchen. And he says, of course, first seek the kingdom of God and his righteousness. Und natürlich sagt er zuerst, strebt nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. But it's very interesting what he says just a few verses before this verse. Aber es ist sehr interessant, was er nur ein paar Verse vor diesem Vers Verse sagt. number 24. Vers 24 in Matthäus 6. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. So Jesus makes a very clear distinction Jesus trifft hier eine sehr klare Unterscheidung. that there has to be a choice that people make. Da muss eine Entscheidung sein, die Leute tun. Who will we serve? Wem werden wir dienen? It's very, very clear. Das ist ganz deutlich. There is a possibility that people are serving money. Und hier sagt er ganz klar, es gibt die Möglichkeit, dass Leute dem Geld dienen. In fact, the way that this is worded in this verse, Es ist sogar so, dass, so wie dieser Vers formuliert ist, it actually personifies this word mammon. da personifiziert ist dieses Wort Mammon. It makes it a personality. Es macht das zu einer Persönlichkeit. There's a comparison here in this verse. Da ist ein Vergleich in diesem Vers. Is it God, Ist es Gott, who of course we know is a living personality, bei dem wir natürlich wissen, dass er eine lebendige Persönlichkeit ist? or is it money? Oder ist es Geld? Again, the comparison is personality. Und wieder, hier ist ein Vergleich zwischen Did you know Persönlichkeiten. that money can speak? Wusstest du, dass Geld sprechen kann? Did you know that money can actually control people? Wusstest du, dass Geld Leute und in seiner Kontrolle haben kann? I'm going to give you some real clear examples about how that happens in today's world, Ich werde euch ein paar klare Beispiele geben, wie das in der heutigen Welt passieren kann. and how that can happen in our lives without us even realizing it. Und wie es auch in unserem Leben passieren kann, ohne dass wir es erkennen. So here's a couple of examples of how money has so controlled people that they do things that you would think nobody would ever do. Also jetzt ein paar Beispiele, an denen man sieht, dass das Geld einen so sehr bestimmen kann, dass Menschen Sachen tun, von denen man niemals gedacht hätte, dass sie die tun würden. I have two very bizarre stories that involve 3 men each. Ich habe zwei Geschichten, in denen es jeweils um 3 Männer geht, die wirklich sehr merkwürdig sind und komisch. Okay, and so here's the first story. Also hier ist die erste. 3 brothers. 3 Brüder, They decided we're going to get a lot of money. die haben beschlossen, wir werden uns viel Geld What verschaffen. we're going to do is we're going to cut off the finger of one of the brothers. Was wir tun werden, ist das Folgende, und zwar den Finger vom einen Bruder abzutrennen. We're going to pretend like it was an accident at a house. Und wir werden so tun, als sei es ein Unfall bei einem Haus gewesen. And then we're going to tell the insurance company that because it was an accident in the house, they need to pay us money. Und dann werden wir der Versicherung sagen, dass weil es ein Unfall zu Hause war, sie uns Geld bezahlen müssen. So 2 brothers took the other brother. Also haben 2 Brüder den anderen Bruder genommen. Apparently one of the brothers was braver than the other 2. Anscheinend war einer der Brüder ein bisschen mutiger als die anderen beiden. And they took an axe Sie haben eine Axt genommen and they cut off one of the fingers of the brother. und einen Finger von dem Bruder abgeschnitten. And they got they got $1,300,000. Und dafür haben sie 1.300.000 $ bekommen. That's America, everybody. Das ist die USA, Pretty Leute. crazy. Ganz schön verrückt. But they got that money. Aber sie haben dieses Geld bekommen. But they also got something else. Sie haben aber auch noch was anderes bekommen. The law found out about them.
das Gericht oder hatte von Wind bekommen. and they're all 3 in prison. Und jetzt sitzen sie alle 3 im Gefängnis. Now, 3 more men. Noch 3 Männer. There's something about 3 men. I don't know what this is. Da ist irgendwas mit 3 Männern, ich weiß nicht, was das ist. Was es Okay. nur I wish I kommt. would have found some story about 3 women, but I didn't. Ich hätte auch ein paar Geschichten über 3 Frauen finden sollen, aber habe ich nicht. Okay, so 3 more men said, okay, yeah, we want to make money like this somehow. Also nochmal 3 Männer, die gesagt haben, ja, wir wollen uns Geld verschaffen irgendwie. So they cut off the hand of another one of their friends. Und so haben sie dann die Hand von einem ihrer Freunde abgeschnitten. Now, they didn't get as much money. Also sie haben nicht ganz so viel Geld They bekommen. only got $671,000. Sie haben nur $671.000 bekommen. And they got discovered too. Und auch sie wurden entdeckt. And they're all in jail also. Und auch sie sitzen alle im Gefängnis. Now, those are crazy things. Das sind wirklich verrückte Sachen. But listen to what some of the other things people do for money. Aber hört euch ein paar der anderen Dinge an, die Leute für Geld bereit sind zu tun. There's people who sell fake medicine to cancer patients. Es gibt Leute, die Pillen an Krebspatienten verkaufen, die eigentlich gar keine richtigen Medikamente sind. I read a story about this recently. Ich habe da erst vor kurzem eine Geschichte zu gelesen. This person was selling fake medicine to cancer patients. Diese Person hat Pillen als Medizin ausgegeben und sie Krebspatienten And these verkauft. people were dying Und diese Personen waren am Sterben, because they didn't have the true medicine that they needed. weil sie nicht die Medizin hatten, die sie gebraucht hätten, die Just Medikamente. so this person could make money. Nur damit diese andere Person Geld machen konnte. What about child slaves? Was ist mit Kindersklaven? What about people who are trafficking people, Oder Menschen, die andere Menschen verschleppen, selling them? sie verkaufen. All of these things that are so destructive to human beings. All diese Dinge, die so zerstörerisch für Menschen sind. Selling your own body Den eigenen Körper zu verkaufen. or selling all kinds of lies just to get money. Oder alle möglichen Lügen zu verkaufen, nur um Geld zu bekommen. If I had a 10,000 euro bill in my hand Wenn ich einen 10.000-Euro-Schein in meiner Hand hätte and I said, who will do the most crazy thing and I will give that to you. und ich sagen würde, wer ist bereit, das Verrückteste zu tun, sodass ich ihm dann das Geld gebe, Even if that crazy thing was possibly threatening your life, selbst wenn diese verrückte Sache dann möglicherweise dein Leben bedrohen würde, you know, many times people would do that, würden es trotzdem häufig Leute machen. risk their own lives, Ihr eigenes Leben riskieren, risk the lives of other people, das Leben anderer riskieren, hurt other people, andere verletzen, hurt sich themselves selbst verletzen, just for money, nur um Geld zu bekommen, just to get more. nur um mehr zu bekommen. There comes something in this world that is very destructive to us. Da gibt es etwas in dieser Welt, das sehr zerstörerisch für uns ist. And it's this spirit Und es ist dieser Geist, that Jesus identified. den Jesus identifiziert hat. Are you going to serve God, Wirst du Gott dienen or are you going to go after and serve mammon, this wealth, oder wirst du dem Mammon, dem Wohlstand folgen und dienen? the possessions, Besitztümern, things you can get with money? Dinge, die du mit Geld bekommen kannst. We need to realize Und wir müssen erkennen, there is a real powerful force out there da ist eine reale, mächtige Kraft da draußen, trying to get our attention, die versucht, unsere Aufmerksamkeit auf trying sich to zu ziehen, pull us after itself, versucht, uns an sie ranzuziehen, trying to control our lives, versucht, uns unsere Leben zu bestimmen, tell us what to do and what not to do. uns zu sagen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. And we have to be strong against it and say, no, our master is God. Und wir müssen uns stark dagegen stellen und sagen, nein, unser Herr ist Gott. Money speaks. Geld spricht. Let me tell you some of the things it says. Lasst mich euch ein paar von den Dingen sagen, die es so sagt. It says, you are safe if you have enough of me. Es sagt, du bist sicher, wenn du genug von mir hast. If you have enough of me, you are important. Wenn du genug von mir hast, dann bist du wichtig. It says, if you want peace and joy and love, Es sagt, wenn du Freude und Frieden und Liebe haben willst, have a lot of me and you will have it.
dann hab viel von mir und du wirst es haben. That's what money says. Das ist, was das Geld sagt. Money says, you need more of me. Geld sagt, du brauchst mehr von mir. Money also says this. Geld sagt auch Folgendes. That person is important Die Person ist wichtig, because they have a lot of money. weil sie hat viel Geld. You need to pay attention to them. Du musst sie verfolgen, deine Aufmerksamkeit auf You sie need to richten. be nice to them Du musst nett gegenüber ihr sein, because of how much they have. weil sie so viel hat. Oh, that person with nothing, Die Person mit gar nichts, you can ignore them. die kannst du ignorieren. They're not important. Sie sind nicht wichtig. They can't give you anything. Sie kann dir nichts geben. That's what money says. Das ist, was Geld sagt. That's what the spirit of mammon says. Das ist, was der Geist des Mammon sagt. That's a lie. Das ist eine Lüge. We cannot be controlled by this lying spirit. Wir können uns nicht von diesem lügenden Geist bestimmen lassen. We cannot be controlled by this thing that says to us what we should be doing and what we should not be doing. Wir können uns nicht bestimmen lassen von diesem Geist, der uns sagt, was wir tun sollten und was nicht. You know what another thing it says? Noch eine Sache, die das Geld sagt. Many times money tells us what kind of job we should have. Häufig sagt uns das Geld, was für einen Job wir haben sollten. What do we do when we look at a job? Was machen wir, wenn wir uns einen Job angucken? One of the first questions we ask ourselves is, how much money am I going to get from that? Eine der ersten Fragen, die wir uns stellen, ist, wie viel Geld werde ich in dem Job machen? Sometimes it tells us where we should live. Manchmal sagt es uns, wo wir wohnen sollten. How much is it going to cost us there? Wie viel wird es uns da kosten? Is that city more expensive than the other city? Ist die Stadt teurer als die? Do you see what's controlling our lives many times? Seht ihr, was unser Leben häufig bestimmt? We're not saying, God, where do you want me to be? Wir sagen nicht, Gott, wo möchtest du, dass ich bin? Or what do you want me to do? Oder was möchtest du, dass ich tue? Even with our educations. Selbst mit unserer Bildung. Many times we're saying, what's the best paying career? Oftmals sagen wir, was ist der bestbezahlte Beruf? Where can I really accomplish a lot Wo kann ich wirklich viel erreichen and get a lot? und viel bekommen? And we choose by that. Und danach entscheiden wir. And many times we're not choosing by, God, what do you want for my life? Und häufig entscheiden wir nicht danach, nach dem Gott, was möchtest du für mein Leben? What city do you want me to live in? In welcher Stadt möchtest du, dass ich wohne? What area and what place do you want me to live? In welchem Bezirk und an welchem Ort möchtest du, dass ich wohne? Instead, we're saying, how much does it cost? Stattdessen sagen wir, wie viel wird das wohl kosten? How much can I get? Wie viel kann ich bekommen? What's controlling us? Was bestimmt uns? We have to choose. Are we going to let God be Lord? Wir müssen uns entscheiden, lassen wir Gott Herr sein? Is Jesus Lord of our lives? Ist Jesus Herr in unserem Leben? Or are possessions Lord of our lives? Oder sind Besitztümer der Herr unseres Lebens? Now, I don't say that to you so strongly because I feel you're so bad. Also ich sage das jetzt nicht so klar euch gegenüber, weil ich den Eindruck habe, ihr würdet so schlecht sein. I say that because that's a reality in this life. Ich sage es, weil es eine Realität in diesem Leben ist. And every one of us, myself included, are faced with this question. Und jeder von uns, und da gehöre ich auch dazu, steht dieser Frage gegenüber.